Der ist nicht schlecht. Der ist eher schwierig. Tore Hellström. Dich kriege ich auch noch. Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Mir nicht hinterher, hast du es verstanden? Ich wollte dir helfen. Halt dich aus meinem Privatleben raus. Sie bilden sich bestimmt sehr viel auf Ihr soziales Engagement ein. Ich verstehe, Giselle hat sich schon bei Ihnen ausgeheult. Heißt das, du bist nicht mehr sauer? Kann irgendjemand lange böse sein? Ich habe das nie geschafft. Bei mir geht es nicht darum, ob ich lieber mit dir oder mit Tore Zeit verbringen will. Weißt du, es ist alles viel komplizierter. Ich werde nach Paris fahren. Mit dir oder ohne dich? Alexa nimmt ihre Aussage morgen zurück und du bist ein freier Mann. Sie will dich töten und sie will, dass ich ihr dabei helfe. Der Angeklagte Ansgar von Lahnstein wird in der Klage Mord an Eva Baumann aus Mangeln an Beweisen freigesprochen. Was passiert jetzt eigentlich mit Alexa? Man wird sie wegen Meineids dran kriegen. Jetzt kann sie sich nicht mehr länger dem Gesetz entziehen. Ich fürchte, das hat sie schon. Shit. Die ist weg? Wo ist Alexa denn hin? Die kann doch nicht einfach so abhauen. Ganz offensichtlich doch, hast du doch gesehen. Du Idiot! Ich? Du hast dieses Miststück geheiratet. Du bist dafür verantwortlich. Oder steckst du mit ihr unter einer Decke? Kim, bitte, was soll das denn? Graf, ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass... Justus, jetzt nicht. Warum hast du nicht besser aufgepasst? Fragt das besser mal eure Gurkentruppe von Securities. Herzlich willkommen auf Schloss Königsbrunn, Graf Ansgar. Wir freuen uns alle sehr. Ich mich auch, Justus. Vielen Dank. Sie hat erst ihre Aussage bekräftigt und danach ist sie auch noch verschwunden. Also ganz offensichtlich hast du sie nicht im Griff. Sie ist misstrauisch geworden. Warum habt ihr auch überall eure Wachhunde postiert? Damit sie nicht abhauen kann. Das hat super geklappt. Wir verdoppeln die Security. Ab jetzt bekommst du Personenschutz. Graf, ich muss Ihnen wirklich mitteilen, Jetzt nicht! Aber Kommissar Helmke hat sich angekündigt. Die Geschäftsführung und die gesamte Belegschaft freuen sich natürlich sehr über den Freispruch. Nein, wir geben dazu keine Stellungnahme ab. Alle weiteren Fragen beantwortet Ihnen dann auch gerne unsere Presseabteilung. Ja, vielen Dank und auf Wiederhören. Aline, bitte hör mir zu. Nee, ist schon okay. Wenn dir Tore wichtiger ist als ich. Was hat denn jetzt Tore damit zu tun? Naja, offensichtlich verbringst du lieber ein Arbeitswochenende mit ihm als ein paar schöne Tage mit mir in Paris. Das hat überhaupt nichts mit Wollen zu tun. Ich find's nicht in Ordnung, dass du mir ein Ultimatum stellst. Entweder fahre ich mit oder du fährst alleine. Was ist denn dein Problem? Ich akzeptiere doch deine Entscheidung. Ich habe mich doch noch gar nicht entschieden. Doch, das hast du. Du weißt es nur vielleicht noch nicht. Marlene, du setzt mir die Pistole auf die Brust. Ich muss los. Der Flieger geht in ein paar Stunden. Wieso können wir nicht einfach drüber reden? Weil ich es satt habe. Diese ganzen Diskussionen und Aussprachen, wenn wir uns in den letzten Wochen mal gesehen haben, haben wir Probleme besprochen. Ja, ich weiß, dass du viel zu tun hast, ja. Aber davon lasse ich mir Paris sicher nicht verderben. Au revoir. Echt? Als erstes habe ich gesagt, ey, das mache ich nicht. Du weißt, was ich für Höhenangst habe. Ja, ab Bordsteinkante wird's kritisch. Aha. Aber 20 Meter über der Erde nur an einem dünnen Seil. In einem dünnen Kleid. Und es war kalt und windig. Oh. Tapferes Mädchen. Ja, aber das Foto ist der Hammer geworden. Ich sehe so cool aus, so als würde ich ständig fliegen. Bitte sehr. Sagen Sie, kennen Sie die Obdachlosenspeisung am Westhafen? Das ist jeden Dienstag und Donnerstag. Wir verteilen da warmes Essen und Kleidung. Schauen Sie doch mal vorbei. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Wiedersehen. Echt eine Schande, unter welchen Bedingungen Menschen hier leben müssen in so einem reichen Land.
naja, vielleicht sind manche daran auch nicht ganz so unschuldig. Du glaubst nicht im Ernst, dass Menschen freiwillig so leben, oder? Nein, das habe ich überhaupt nicht so gemeint. Natürlich nicht. Wie lange machst du das schon? Dich für Obdachlose engagieren? Warum fragst du? Weil wir darüber früher nie geredet haben. Auch, dass du selber mal obdachlos warst. Das war nie ein Thema. Mir war es damals auch nicht. Was ist passiert? Keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich einfach älter geworden. Hab ich dir schon gesagt, wie sehr mir der neue, reifere Tore gefällt? Im Ernst. Ich bewundere das, was du machst. Trotzdem solltest du damit an die Öffentlichkeit gehen. Mit Charity kann man immer punkten. Ich meine nicht für dich natürlich, sondern für die Organisation, die du unterstützt. Es gibt andere Wege, solche Projekte zu unterstützen, außer sein Gesicht in die Kamera zu halten. Und jetzt lass uns nicht mehr drüber reden, okay? Scheiße! Da sitzt er. Da sitzt der Mann, der mir alles genommen hat. Ich weiß nur, dass du gerade unter Eid gelogen hast und dass du dich nicht an unsere Abmachung gehalten hast. Ich weiß es. Dies ist der Anschluss von Alexa Berg. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Alexa, ich bin's. Wo verdammt nochmal steckst du? Hör zu, eine Falschaussage zu machen, das ist eine Sache, aber mach das Ganze bitte nicht schlimmer, als es ist. Wo auch immer du gerade steckst, wir beide finden eine Lösung. Und zwar gemeinsam, das verspreche ich dir. Also bitte ruf mich an, okay? Deine Fingerabdrücke auf der Mordwaffe. Das ist doch viel romantischer als ein Ehevertrag. Dies ist der Anschluss von Alexa Berg. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Alexa, hier ist nochmal Tristan. Okay, pass auf. Ich habe definitiv keine Lust, dass meine Frau zur Mörderin wird. Und schon gar nicht mit einer Waffe, auf der meine Fingerabdrücke drauf sind. Wir haben gerade erst geheiratet. Ich meine, bedeutet dir das gar nichts? Mir bedeutet es etwas. Also mach bitte nicht alles kaputt, bevor es überhaupt angefangen hat. Scheiße! Kapierst du es eigentlich nicht? Diese Frau ist komplett unberechenbar. Vielleicht hatte Sebastian doch recht. Und? Gibt es etwas Neues? Die Fahndung nach Alexa Berg läuft auf Hochtouren. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie uns ins Netz geht. Eine Frage der Zeit. Das heißt bei ihrem Laden ja wahrscheinlich ein paar Monate. Sie kann nicht weit gekommen sein. Natürlich ist sie nicht weit. Sie will ja auch hierher zu mir. Ich hätte gern Personenschutz. Der Antrag bei der Staatsanwaltschaft ist gestellt. Das beruhigt mich. Hören Sie, Meineid und Falschaussagen reichen nicht aus, um auf eine akute Bedrohung Ihres Lebens zu schließen. Sie hat meinem Vater gedroht. Und sie hat eine Waffe. Das wissen Sie sicher. Ja, ich habe sie gesehen. Sie sollten diese Frau so schnell wie möglich finden. Sie ist unberechenbar und absolut skrupellos. Wir reden hier von Ihrer Ehefrau. Ja, deswegen weiß ich auch, wovon ich spreche. Also gut, ich werde Druck machen. Sie bekommen Schutz. Und bis dahin würde ich Ihnen raten, ein Privatunternehmen zu engagieren. Das habe ich längst getan. Glauben Sie vielleicht, ich sitze hier rum und warte? Und keine Alleingänge. Ich warne Sie. 2 Menschenleben sind wahrlich genug. Sowas wie bei der Lösegeldübergabe möchte ich nicht nochmal erleben. Dafür sorge ich schon. Sie hören von mir. Hast du gehört, was Herr Helmke gesagt hat? Da noch so einen neuen Veganer, den ich gerne ausprobieren würde. Und danach Kino oder
oder Theater. Tanzen war ich auch ewig nicht mehr. Letzte Woche bei dem Fashion Day ist das letzte Mal. Okay. Okay, tanzen gehen? Du, ich muss immer zur LCL, ich habe noch was zu erledigen. Ja, ich rede von heute Abend. Da habe ich leider schon was vor. Kann ich da nicht mitkommen? Nein, kommst du? Was hast du denn vor? Muss ich dir für all meine Termine Rechenschaft ablegen? Nee. Wahrscheinlich schmierst du eh nur Brötchen für die Armen und Verzweifelten. Wenn dir das wichtiger ist als ich, dann... Ja, was dann? Sorry, ich hab das nicht so gemeint. Warum kannst du mir nicht einfach sagen, was du heute Abend vorhast? Schließ die Tür zu, wenn du gehst. Tore! Scheiße. Also wichtig ist der kleine Schlitz hier, einmal der Lackgürtel und dann oben die Schultern, ja? Danke. Tore und Rebecca. Da könnte ich ja fast neidisch werden. Was? Ich habe das Hotel für euer Arbeitswochenende gebucht. Bist du dir sicher, dass ihr 2 Einzelzimmer braucht? Natürlich. Was denn sonst? Das war ein Scherz. Ich weiß ja, dass du andere Interessen hast. Aber du verpasst was. Ich meine, Tore ist jetzt zwar anscheinend mit diesem Topmodel zusammen, aber die meisten Männer nehmen es ja mit der Treue nicht so genau. Und sehr wählerisch scheint er ja auch nicht zu sein. Ich meine, dass der mit Karo im Kleiderfundus, ne? Das hätte ich ehrlich gesagt nicht so gedacht. Das interessiert mich alles nicht. Also sein Privatleben interessiert mich nicht. Das war auch nur ein Scherz. Du bist lesbisch und glücklich. Beneidenswert. Hey. Ich weiß echt nicht, was mit Tore los ist. Der ist sowas von gereizt. Wenn es um dieses Obdachlosen-Thema geht, dann flippt der aus. Richtig angefahren hat er mich. Und dann stehen lassen. Früher war er nicht so. Menschen verändern sich. Kaum Zeit für mich und hängt stattdessen mit diesen Pennern rum. Das ist ja auch in Ordnung, versteh mich nicht falsch. Aber warum muss er denn daraus so ein Geheimnis machen? Wieso Geheimnis? Ich habe ihn gefragt, was er macht heute Abend. Das wollte er mir nicht sagen. Das ist wirklich seltsam. Ja. Wahrscheinlich, weil wir schon vorher bei dem Thema aneinander geraten sind. Bloß weil ich gesagt habe, er soll das Ganze für sich nutzen, so von wegen Außenwirkung. Will er aber nicht. Nee, dabei wäre es der Sache nur dienlich. Tu was Gutes und rede darüber, so funktioniert PR. Aber wenn ich was vorschlage, dann werde ich ja eh nur angegriffen. Er will sich damit eben nicht in den Vordergrund spielen. Ich finde das bewundernswert. Ja, ich ja auch. Aber warum redet er mit mir nicht darüber? Wir sind immerhin zusammen. Ja, das stimmt. So, ich muss jetzt los, meine Mittagspause ist gleich vorbei. Also vielleicht will er auch nicht darüber reden, weil es ihn an damals erinnert. Wieso? Was war denn damals? Er hat mal unter der Brücke gelebt. Was? Ja, am Anfang, als er nach New York kam. Das hat er mir neulich erzählt. Der hatte kein Geld, der hat sich von Tag zu Tag durchgeschlagen. Das ist ja unglaublich. Ja, krass, ne? Hätte man gar nicht von ihm gedacht. Ja. Wir haben das Handy der Zielperson geortet. Wo? Südstadt. Und das Ziel bewegt sich. Alles klar. Machen wir uns auf den Weg. Gut. Was ist hier los? Ich habe was vor. Kommissar Helmke hat angeordnet, dass du Königsbrunn nicht verlässt. Der kann mich mal. Aber hier auf dem Schloss kann der Personenschutz doch am allerbesten für deine Sicherheit garantieren. Also das können wir überall. Da hörst du's. Ansgar, die Polizei wird Alexa finden. Und selbst wenn? Sie wird weiter lügen und sich aus der Affäre ziehen. Welche Strafe hat sie denn schon zu erwarten für eine Falschaussage? Ja, das kommt drauf an. Wenn ich das schon höre. Ich sorge dafür, dass sie nicht ungestraft davonkommt. Ach, was soll das denn heißen? Ansgar, die Frau ist gefährlich. Sie hat eine Waffe und wenn man Tristan Glauben schenken darf, dann kann sie auch ganz hervorragend umgehen mit dem Ding. Ich habe auch eine Waffe. Und sollte sie versuchen, auf mich zu schießen, werde ich das zu verhindern wissen. Das nennt man dann Notwehr. Nein, das nennt man Wahnsinn. Mag sein. Jedenfalls werde ich diesen Wahnsinn beenden, ein für alle Mal. Du bleibst hier. Du
wirst mich nicht aufhalten. Entweder du nimmst jetzt Vernunft an oder ich verständige Helmke. Kümmern Sie sich drum? Was wird das denn jetzt? Ansgar, du machst einen Fehler! Geht's noch? Das ging aber schnell. Schön, schön. Vielen Dank. Gerne. Was sind das für Decken? Rebecca hat ihr Einverständnis gegeben, dass wir aus alten Stoffresten Decken nähen lassen. Um sie an Bedürftige zu verteilen für ihr Projekt? Sind richtig hübsch geworden. Wie irische Kilts. Ja, vor allem halten sie warm. Ich finde es übrigens großartig, dass Sie sich für weniger privilegierte Menschen einsetzen. Das ist wirklich keine große Sache. Doch, ist es. Ich weiß jetzt, dass ich anfangs einen ganz falschen Eindruck von Ihnen hatte. Ich dachte, Sie sind eher ein oberflächlicher Mensch. Sie haben mich oberflächlicher, selbstverliebter Wichtigtuer genannt. Außerdem noch Penner, Macho-Arsch, Flegel. Ja, das ist mir jetzt auch etwas unangenehm. Das ist schon in Ordnung. Ich war früher wirklich mal so. Es gibt Ereignisse, die einen verändern. Und wenn man erlebt hat, was Sie erlebt haben, Was meinen Sie? naja, Sie wissen schon, was Ihnen passiert ist. Wer hat Ihnen davon erzählt? Giselle hat mir davon erzählt, dass Sie selbst mal auf der Straße gelebt haben. Ach, das meinen Sie? Was haben Sie denn gedacht, wovon ich rede? Keine Ahnung. Sie können sich aber absolut sicher sein, dass ich das vertraulich behandle. Von mir erfährt niemand was. Haben Sie nichts zu tun? Naja, also eigentlich wollte ich Sie fragen, ob ich Ihnen helfen kann. Ja. Ja. Sortieren Sie Knöpfe. Liebe Marlene, du willst nicht reden, also schreibe ich dir. Vielleicht ist es sogar besser so. Meine Versuche, dir zu sagen, was ich sagen will, sind bisher kläglich gescheitert. Ich habe Angst vor dem, was ich in deinen Augen sehe, wenn du es weißt. Versprich mir, dass du mich nicht hasst. Ich hatte Sex mit Hore Hellström. Es war ein Fehler. Wir waren euphorisch wegen der Kollektion und dann ist es einfach passiert. Ich wünsche mir so, ich könnte es ungeschehen machen. Weil es für mich keine Bedeutung hat. Ich möchte die Zeit zurückdrehen bis zu diesem Moment. Dann würde ich aufstehen und zu dir gehen. Wo ich hingehöre. In einer halben Stunde im Schneiders? Ja, danke, Papa. Bis gleich, tschüss. Ja. Hallo. Wisst ihr es schon? Ansgar ist freigesprochen. Verreist du? Wo geht's denn hin? Paris. Oh, die Stadt der Liebe, wie schön. Wann fahrt ihr los? Rebecca kommt nicht mit. Sie muss arbeiten. Tja, wer hätte das wohl gedacht? Oh, habt ihr Streit? Ich bin mir nicht sicher, ob es nur das ist. Das klingt aber ernst. Ja, das ist es auch. Weißt du, in den letzten Wochen, wir entfernen uns immer weiter voneinander und ich weiß noch nicht mal, woran das liegt. Ich denke, ich werde Paris nutzen, um mir über einiges klar zu werden. Hey, was machst du hier? Ein paar Termine besprechen. Tore schon weg? Ja, der ist schon gegangen. Ach so. Bist du auf Versöhnungskurs? Er hat Decken anfertigen lassen von Stoffresten, die hier anfallen. Ich kann mir vorstellen, dass er vorhat, die heute Abend zu verteilen. Warum muss er denn daraus so ein Geheimnis machen?
dass er mal auf der Straße gelebt hat. Als ich ihn vor 10 Jahren kennengelernt habe, da muss das schon ein paar Jahre her gewesen sein. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ihn das noch groß beschäftigt hat. Vielleicht hast du es einfach nicht mitbekommen. Ach komm, das hätte ich doch gemerkt. Wir waren ständig zusammen. Der hat sich nicht um Obdachlose gekümmert damals. Wir haben Party gemacht, Freunde getroffen. Tore war der Shootingstar der Modeszene. Er hat viel gearbeitet, aber das Leben auch in vollen Zügen genossen. Wir haben so oft die Nächte durchgemacht. Manchmal erkenne ich ihn gar nicht wieder. Ist oft so nachdenklich. Ich habe dann das Gefühl, dass ich gar nicht an ihn rankomme. Tore hat sich wirklich verändert seit damals. Aber was war der Auslöser? Keine Ahnung. Und weißt du was? Ich will es auch gar nicht wissen. Ich finde es toll, dass er diesen Leuten hilft. Aber trotzdem, er ist oft so ernst. Ich gehe jetzt nach Hause. Du mach nicht mehr so lang. Tore Hellström. Nachdem er in New York 2 Jahre abgetaucht war, ist er jetzt der neue Star bei LCL. Abgetaucht? Wieso? Chef, das Signal bewegt sich jetzt Richtung Innenstadt. Ja los, dann bleiben Sie dran. Mist, das Signal wird schwächer. Wie kann das Signal denn plötzlich weg sein? Die Zielperson ist wahrscheinlich in einem Parkhaus oder im Fahrstuhl. Also Parkhäuser gibt's hier jede Menge. Wollen wir die jetzt alle abklappern? Sie wird schon wieder auftauchen. Keine Sorge. Sie reden schon langsam wie die Polizei. Bin ich eigentlich nur von Stümpern umgeben? Moment. Ja, was ist jetzt? Ich habe nicht ewig Zeit. Ja, das Signal ist wieder aufgetaucht. Ja, und wo ist sie? Ja. LCL? Na, die traut sich ja was. So, und jetzt? Jetzt schlagen wir zu. Mit unserem Geld, dem Berg- und dem Landsteinvermögen, können wir uns so ziemlich alles kaufen. Dabei gibt es noch eine Sache, die mir wirklich wichtig ist. Das bist du. Siegelring deines Vaters. Damit gehörst du zu uns. Für immer. Ansgar? Sebastian, was machst du hier, verdammt? Was ist denn passiert? Ich wollte Ansgar davon abhalten,
Jagd auf deine Ehefrau zu machen, das ist passiert. Jetzt mach mich los. Warte mal. Ansgar will Alexa aufspüren? Und wie? Ja, keine Ahnung. Ich wollte ihn aufhalten, aber... Warum? Ja, was warum? Der geistert jetzt da draußen irgendwo rum, ohne Polizeischutz und macht womöglich irgendeine Dummheit. War doch klar, dass er nicht einfach rumsitzt und wartet, bis Alexa ihn aufspürt. Shit. Ich versuche schon die ganze Zeit, sie zu erreichen. Wo willst du jetzt hin? Werfen uns an seine Fersen. Vergiss es, Tristan. Du weißt doch noch nicht mal, wo du suchen sollst. Wenn Alexa Ansgar erschießt, dann bin ich auch dran. So, wir durchsuchen jetzt das Gebäude. Sie sichern den Hinterausgang. Und seien Sie vorsichtig. Die Dame hat eine Waffe. Okay? Du musst der Polizei sagen, dass deine Fingerabdrücke auf der Waffe sind. Ach, und was soll ich Ihnen sagen? Entschuldigung, aber meine Frau hat ein kleines Vertrauensproblem und deswegen habe ich meine Fingerabdrücke auf der Waffe platziert, mit der sie Ansgar ermorden will, damit sie weiß, dass ich sie nicht verrate. Das ist die Wahrheit. Diese Frau plant einen Mord. Und ich habe die ganze Zeit davon gewusst, alleine dafür nehmen mich die Bullen hoch. Tristan, komm mal runter. Es hat niemand was davon, wenn du jetzt durchdrehst. Wegen Alexa oder Ansgar. Glaubst du, ich hab Bock, in den Knast zu wandern? Tja, das war's dann wohl. Ich werde euch schon alle vermissen, irgendwie. Sogar dich. Dann bleib doch. Nee. Es ist mir irgendwie alles zu blöd geworden hier. Da gehe ich lieber nach Berlin und helfe Juri und Martha mit ihrem neuen Modelabel. Dann grüß die beiden mal von mir. Mach ich. So ehrlich gesagt hätte ich ja schon gedacht, dass sich hier irgendjemand von der Chefebene mal blicken lässt und ihr ein bisschen Grünzeug in die Hand drückt. Naja, wie auch immer. Ich schätze, die haben gerade andere Probleme. Das kannst du laut sagen. Tanja ist gerade erst aus dem Koma erwacht und Sebastian kriegt ein Kind mit seiner Urlaubsaffäre. Tristan hat unsere ehemalige Pelzprinzessin geheiratet und Ansgar von Lahnstein versauert gerade im Knast. Wer weiß, ob wir den jemals wiedersehen. Also zutrauen würde ich ihm das schon. Da ist er ja. Stimmt. Wer hat den denn freigelassen? Sein erster Weg geht ins Büro. Wer nichts Besseres zu tun hat. Hey! Schön, dass du wieder da bist. Also ich wusste natürlich gleich, dass du unschuldig bist. Wie schön. Ist Alexa Berg hier? Nee. Aber es wurde was für dich abgegeben. Hier. Moment. Was ist denn da drin? Eine Bombe? Überprüfen. Reingefallen. Na schön. Wer sagt mir, dass sie nicht trotzdem hier irgendwo rumläuft? Marlene? Rebecca? Entschuldige, aber ich habe gesehen, dass du gerade gekommen bist. Sag mal, weißt du, ob Marlene schon auf dem Weg zum Flughafen ist? Ja, aber ich glaube, sie wollte vorher noch im Schneiders vorbei. Willst du jetzt doch mit? Ich wollte dir nur den Brief geben. Elisabeth, ich
habe Scheiße gebaut. Und wenn ich einfach überempfindlich bin? Viel zu viel erwarte? Ich kann das schlecht einschätzen, Marlene, aber nach all dem, was du erzählt hast, arbeitet Rebecca rund um die Uhr. Naja, aber um LCL aus der Krise zu holen, weißt du, und sie hat damit Erfolg. Rebecca tut, was sie schon immer tun wollte. Sie geht in ihre Arbeit auf, während ich das Gefühl habe, stillzustehen. Das war einfach nur ein dummer, bedeutungsloser Ausrutscher. Ich will deshalb nicht alles verlieren. Wer sagt denn, dass du das tust? Ich weiß nicht, sie hat einfach eine schwere Zeit hinter sich. Ich will sie jetzt nicht noch mehr belasten und enttäuschen. Ja, aber wenn Marlene es von jemand anderem erfährt. Ich kann es ihr nicht sagen. Ich habe es versucht, aber es geht nicht. Deshalb der Brief. Tja, es gibt bei solchen Dingen kein falsch oder richtig. Aber es gibt einen guten und einen weniger guten Zeitpunkt für die Wahrheit. Ich glaube, für manche Dinge gibt es nie einen guten Zeitpunkt. Ich sag dir was. Du fährst jetzt nach Paris und machst dir ein paar schöne Tage. Und wenn du zurückkommst, dann setzt du dich mit Rebecca zusammen und machst reinen Tisch. Aber mit aller Härte und Deutlichkeit. Wenn sie sich dafür die Zeit nimmt. Sie hat gemeint, ihr würdet euch immer weiter voneinander entfernen. Vielleicht tun wir das auch. Wenn ich zu feige bin für die Wahrheit. Naja, feige. Vielleicht auch aus Rücksicht, oder? Das würde ich verstehen. Marlenes Mutter ist vor kurzem gestorben. Ja, Tanja lag im Koma und das ist jetzt auch keine Ausrede mehr. Und was willst du jetzt tun? Ich werde jetzt zu ihr gehen, ihr den Brief geben und sie bitten, die Reise abzusagen und mit mir reden. Und was ist, wenn sie sich nicht darauf einlässt? Dann habe ich sie vielleicht endgültig verloren, aber sie muss jetzt die Wahrheit erfahren. Nichts. Das Telefon aus dem Päckchen ist das, das wir geortet haben. Schön. Sie spielt Spielchen. Hören Sie, wir können nicht zulassen, dass sie uns wie eine Herde dummer Schafe vor sich hertreibt. Ich muss zugeben, ich habe die Dame unterschätzt. Ja, und Sie haben mir nicht zugehört. Wir sollten zurück aufs Schloss. Wir müssen sie finden. Dafür müssen wir neu ansetzen. Schön, dann verlieren wir keine Zeit. Und wie soll das aussehen? Eine genaue Strategie habe ich noch nicht vor Augen. Warum überrascht mich das nicht? So, kann losgehen. Schulz. Sie sind da. Gut. Ich habe hier noch die neuen Moods. Hast du doch bis morgen Zeit gehabt? Ja, ich weiß. Ich dachte nur... Ja, was dachten Sie? Ich habe mich gefragt, was Sie die letzten 2 Jahre eigentlich gemacht haben. Wie kommen Sie darauf? Geht Sie das was an? Nein. Vergessen Sie es. Ich habe nur im Internet gelesen, dass Sie 2 Jahre von der Bildfläche verschwunden sind. Und da habe ich mich gefragt... Sie schnüffeln mir nach. Nein, ich bin da zufällig drauf gestoßen. Was soll das? Was ist denn daran so schlimm? Es reicht. Raus. Sie spionieren mir nach. Sie hängen an mir wie eine Klette. Was? Langsam habe ich das Gefühl, Sie sind besessen von mir. Nein! Schulz, kriegen Sie Ihre Gefühle in den Griff. Kümmern Sie sich um Ihr Leben, aber halten Sie sich aus meinem raus. Und
Ich will über jeden Ihrer Schritte informiert werden. Ja, versteht sich. Wo warst du? Ich habe ein bisschen frische Luft geschnappt. Tristan hat Sebastian gefunden. In deiner Suite. Er war gefesselt und geknebelt. Er war im Weg. Er sucht dich und er hat Hemke informiert. Ist mir egal. Sie bleiben hier nachher. Hat Alexa sich bei dir gemeldet? Es wäre ganz schön dumm von ihr. Und das ist sie nicht. Ja, ich aber auch nicht. Hey, Caro. Wie geht's? Ich muss noch was arbeiten. Was darf ich dir denn bringen? Was Warmes? Ein Tee vielleicht? Du sag mal, wann kommt eigentlich Olli aus England zurück? In ein paar Tagen? Ich weiß es gar nicht genau. Ist alles in Ordnung? Ja, alles wunderbar. I'm Army Specialist Zach Johnson, and you're listening to the Psychedelic Music Show on the American Forces Vietnam Network. Konzentrieren. Stimmt zwar. Vielen Dank. Sie verreisen? Ja. Am Wochenende nach Paris. Paris. Ich liebe Paris. Das wird bestimmt großartig. Mal sehen. Na dann, gute Reise. Danke. Hallo. Was gibt's? Nimmst du mich noch mit? Dein Arbeitswochenende? Das sage ich ab. Woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Als ich gerade hier reingekommen bin, ich habe dich hier sitzen sehen, so traurig, und ich weiß, dass ich der Grund dafür bin. Ich habe schon genug Schaden angerichtet. Ich will dir nicht noch mehr wehtun. Marlene, du bist das Wichtigste für mich. Na dann. Auf nach Paris. Auf nach Paris. Was hast du jetzt vor? Es ist einfach immer gut, wenn man weiß, wo seine Feinde sich aufhalten. Und wenn du es weißt? Dann fühle ich mich sicherer. Das ist alles. Na klar. Ach, du lügst. Kim, warum willst du das eigentlich alles wissen? Weil ich deine Tochter bin und weil ich mir Sorgen um dich mache? Hey, das will ich nicht. Dann behandle mich nicht wie ein kleines Mädchen und sag mir endlich, was los ist. Du hast es mir zu verdanken, dass du nicht mehr im Knast hockst. Ich weiß und das werde ich dir nie vergessen. Versprich mir, dass du keinen Mist baust. Ich versprech's. Ich setze heute keinen Fuß mehr vor die Tür. Ich meine es ernst. Ich auch. Ich werde den Rest des Abends in meiner Suite verbringen, okay? Soll ich dir Gesellschaft leisten? Kim, jetzt hör mal zu. Jetzt schau dich mal um. Das Haus ist voller Security.
Du brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen. Geh zu Emilio. Er ist wahrscheinlich ohnehin schon sauer, dass sich alles nur noch um mich dreht. Macht euch einen schönen Abend. Ich weiß, dass ich euch was schulde, okay? Bleib einfach am Leben, das reicht schon. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Kim, ich habe nicht vor zu sterben, okay? Mach dir keine Sorgen. Schwesterlein? Warum arbeitest du denn hier? Nicht im Büro oder zu Hause? Ich hab nur was nachgeschaut. Du arbeitest zu viel, ehrlich. Musst doch auch mal abschalten. Genießen. Ist Tore hier? Nein. Wieso? Bist du hier mit ihm verabredet? Nein. Ich hatte gehofft, dass er vielleicht auftaucht. Zu Hause ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Du warst ja nicht da. Jetzt ruhig mal anrufen können, dass du hier bist. Entschuldigung. Also. Hallo. Schön, dich zu sehen. Ist dein Termin schon vorbei? Nein, nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Es tut mir leid, dass ich vorhin so zickig war. Du hast recht. Ich muss nicht über all deine Termine Bescheid wissen. Manchmal geht mein Temperament mit mir durch. Du darfst mir nicht böse sein. Bin ich nicht. Ich liebe dein Temperament. Wollen wir zu mir gehen? Gerne. Na dann mal los. Du hast halt sturmfrei. Vier meiner Leute bleiben über Nacht und ich bin dann morgen früh wieder hier. Hoffentlich mit einer brauchbaren Idee. Ja, gute Nacht. Alles muss man selber machen. Auf Wiedersehen, Ansgar.